Hallo und herzlich willkommen in der Blums Kreativwerkstatt. Mein Name ist Klaus Wagener und ich möchte euch heute einen ganz besonderen Adventskranz zeigen. Ja, was ist das Besondere? Er ist erstmal sehr groß, gut 80 cm, aber im Advent, Weihnachten, da darf man auch mal in XXL-Formaten denken. Ja, dann sind die Farben ganz besonders. Das ist ein schöner Übergang von so einem Blau, Stahlblau über Grüntöne bis ins Violett. Also eine ganz farbige, raffinierte Farbbrücke. Ja, und dann das Besondere bei den Werkstoffen. Das ist die Eryngium-Distel. Und Disteln sind generell eine mega Trendblume. Ja, und wie so ein Kranz jetzt gestaltet wird, hergestellt wird, das möchte ich euch jetzt zeigen. Ja, dafür braucht man erstmal eine Steckunterlage. Diese hat einen Durchmesser von 60 cm und hinterher wird der Kranz dann gut 80 cm, baut ja hier so ein bisschen auf. Und solche Unterlagen werden eingeweicht und man bekommt sie beim Floristen im Gartencenter. Und wenn diese großen Formate nicht da sind, einfach mal kurz nachfragen, sowas wird sofort bestellt. Ja, hier gibt es eine Holzunterlage und das ist ganz spannend, weil da können wir jetzt etwas ranschrauben, sodass dieser Kranz noch ein bisschen höher gestellt wird. Dafür haben wir uns solche kleinen Hölzer gesägt und die werden jetzt gebohrt. Diese haben wir schon vorgebohrt, jetzt zeige ich es noch mal ganz kurz. So, 2 Löcher sind drin und jetzt müssen wir den Kranz drehen. Ein wenig vorsichtig natürlich. Denn wir brauchen jetzt etwas Fläche hier zum Festschrauben. Ja, hier kommen die hin. 3 Stück ist immer optimal, dann wackelt nichts. Clematis vitalba, die Waldrebe, schon mal so ein bisschen als Kranz gefasst. Das wird hier unten quasi unterhalb des Kranzes gelegt und dann nehmen wir Wickeldraht und wickeln es jetzt fest. Schaut einfach zu, ich fixiere. So, hier und da liegt es schon gut an, weil es ein bisschen dicker ist vom Material. Und ich habe hier noch so ein paar besonders kräftige Clematis-Ranken. Die baue ich mal in den Passagen so ein, wo es noch so ein bisschen mager ist. Letztendlich gleiche Technik. Festwickeln. Manchmal auch so ein bisschen wieder zurückgehen und wieder in die andere Richtung. Dadurch hat man eine gute Fixierung. So, zum Schluss Draht abschneiden und irgendwie schön hier, also mehrmals um sich selbst wickeln und die Spitze steckt man einfach wieder zurück in den Steckschaum, somit kann man sich nicht verletzen. So, finaler Check, ein bisschen runterziehen, damit dieser untere Zwischenraum so ein bisschen gefüllt ist. Ja, so könnte es aussehen und das Ganze machen wir jetzt innen auch nochmal. So, der Kranz ist mit den Clematis ja, erstmal vom Rand her schon mal gestaltet. Innen und außen. Und jetzt kommt als nächstes Moos rauf. Da haben wir wunderschönes Plattenmoos. Ja, man sucht sich so die größten, schönsten Flächen raus und bringt die hier schon mal so irgendwie so rauf. Und dafür, damit wir die gut festmachen, nehmen wir einen Steckdraht, machen uns solche Krampen, aber davon jetzt ganz viele brauchen.
Und dann wird immer so schräg gesteckt, damit man nicht unten auf das Holz kommt von dem Kranzboden. Und dann immer gegenläufig, auch in die andere Richtung. Und das mehrere Male. So, wir bilden auch gleich Gruppen. Hier sind wir so ein bisschen auf der Höhe des Kranzrückens und jetzt gehen wir mal leicht zur Seite und bleiben aber an dem anderen Moos dran, sodass wir fast ja, so eine gemeinschaftliche Gruppe jetzt hier entwickeln. So, jetzt haben wir schon mal die ersten Gruppen gesetzt, so ein bisschen asymmetrisch auch. Eine hier und die beiden sitzen ein bisschen dichter zusammen. Und man hat bei diesen Moosen auch immer so ein bisschen so Reste, die sind nicht ganz so schön rund und schmiegen sich nicht so an. Aber die wollen wir ja auch nutzen. Dann nimmt man den gleichen Draht, zieht das hier so rum, fasst quasi den Moosboppel, verdrillt das. Das, was zu viele unten ist, kommt weg. Biegt das noch so ein bisschen auf, dass es so schön ja, sich präsentiert. Und jetzt kann man diese kleineren Moosstücke auch wunderbar nochmal dazusetzen und hat damit nochmal so eine kleinere Gruppe. Und das würde ich jetzt noch mehrere Male machen. Dann haben wir eine schöne Verbindung mit dem Moos zum ganzen Kranz. Ja, unser Basiskranz ist fertig. Man kann schön die Gruppenbildung mit dem Moos sehen. Und jetzt haben wir hier noch die Freiräume und da kommt unser Stein ein, die Eryngium-Distel. Und da gibt es ganz verschiedene Sorten. Das ist so der Klassiker da vorne, die kennt man so. Das ist Magneta, ganz dick und ganz flauschig. Und diese hier mit diesem kleinen grünlichen Hütchen oben drauf, das ist Supernova. Ja, und alle Eryngium-Disteln haben eine Gemeinsamkeit. Sie sind so schön ja, mehrtriebig gewachsen und das kann man sich zunutze machen, indem man sie portioniert, zurechtschneidet und dann immer in großen Gruppen ja, Sorte für Sorte in diesen Kranz steckt. Schaut einfach zu, wie ich das mache und dann später wieder mehr Informationen. Noch so ein kleiner Tipp am Rande. Wir teilen uns die Disteln ja auf und man hat ja auch diese unteren Blätter, die etwas tiefer stehen, die kann man auch mit nutzen, indem man immer noch so ein bisschen die Lücken damit zusteckt. Und natürlich ist das auch wirtschaftlich ganz interessant dann. Und ihr seht hier auch schon so ein bisschen die Höhenstaffelung. Manche sind ein bisschen höher, sogar ganz hoch, manche sind ganz tief auf dem Steckschaum. Also da immer so Gruppenbildung mit Staffelung berücksichtigen. So, unser Basiskranz ist fertig. Man kann das ganz gut jetzt so sehen. Ja, ich sage mal so ungefähr 20% macht das Moos aus. Dann ca. 40% die Eryngium-Disteln. Und die letzten Freiflächen, die werden jetzt auch noch gefüllt. Und dafür haben wir Christbaumkugeln, Zapfen und anderes mehr. So, jetzt kommen die schönen Kugeln. Da haben wir so einen tollen Farbmix von verschiedenen Blau-Grüntönen. Ja, und die Kugeln haben wir alle hier so eine kleine Öse. Ganz einfach. Irgendeine Drahtkrampe nehmen oder sich selbst biegen und dann schauen, dass die irgendwo so schön liegen und dann haftet man die in den Steckschaum fest.
Gegebenenfalls auch mal 2 nehmen, wenn man das Gefühl hat, es sitzt noch nicht so richtig. Und dann ein schönes Spiel anfangen mit groß zu klein und Farbverwandtschaften. Matt-Glanzeffekte. So, wenn wir genug Kugeln erstmal haben, dann kommt ein Zapfensortiment dazu. Da haben wir die Schwarzkieferzapfen, die sehen ganz schön aus. Die kann man mal umgedreht andrahten. Ich zeige euch mal, wie das geht. Steckdraht, in die Schuppungen gehen, einmal ganz rum, verzwirbeln und schon hat man so eine gegabelte Befestigungsmöglichkeit. Die Rückseite schaut nach oben und man steckt es hier in den Steckschaum wieder und dadurch kommt etwas Braun in den Kranz, etwas Natur, passt gut zur Klimatis, die wir hier vorne ja haben. Und das machen wir jetzt immer wieder so zwischendurch mal in kleinen Gruppen. So, jetzt kommen noch ein paar Klimatis-Ranken wieder dazu. Die führen wir so über die Gestaltung. Teilweise wächst es auch mal nach innen. Man steckt das hier irgendwo wieder rein. Man kann es dann auch wieder mit so einer Drahtkrampe festmachen. Wenn man das Gefühl hat, es hält nicht so ganz. Ja, dadurch kommt so eine interessante Bewegung dazu. Ja, diese ist auch sehr schön. So, die geht mal hier so los. So, schlängelt sich hier mal und geht in den Kranzkörper hinein. So, und hier wird sie dann wieder zurückgesteckt. Und dann an manchen Stellen wieder Fixierung durch Krampen. Da jede Ranke eine andere Spannung hat, muss man dann immer so improvisieren. Ja, hier kann man es ganz gut sehen, so diese Verbindung wieder zum Kranz, Bewegungen, die auch reinziehen in das Innere, dann sieht es ganz spannend aus. So, und jetzt kommen noch die Kerzen dazu, es muss ja Advent werden. Ja, es gibt im Handel ganz viele Kerzenhalterungen der unterschiedlichsten Art und natürlich die Kerzen. Zusammen ist sowas ganz toll, ist brandsicher und dann wird es in den Steckschaum gesteckt. So, die Kerzen sind gesetzt, wir haben sogar noch einen ganz tollen Stern und damit kann die Advent- und Weihnachtszeit kommen. Ja, schauen wir uns noch mal die Gesamtfarbstimmung an, schön in diesen Blau, Türkis, Violetttönen und das da sind die Erynginum, die Disteln, eine wunderschöne Blume, die sehr lange hält. Ja, und die Kerzen müsst ihr zu Hause selber anzünden. Und wenn euch so eine Arbeit gefallen hat, dann könnt ihr den Daumen hoch machen. Ihr könnt auch uns ein paar schöne Kommentare schreiben, dann wissen wir, was wir gut gemacht haben. Und ja, wenn euch der Kanal gefallen hat, Blooms TV, auch den kann man abonnieren. Und dann gibt es noch die Glocke. Und wenn man die aktiviert, dann bekommt man alle neuen Filme immer automatisch zugespielt. Ja, jetzt wünsche ich euch noch eine schöne Advent- und Weihnachtszeit. Ja, und wir sehen uns. Bye bye, bleibt kreativ. Tschüss.